Kritisches Denken. Herzlich willkommen. Was bedeutet dieser Begriff? Und wie wenden wir ihn in der Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens an? Critical Thinking kommt aus dem angelsächsischen Bildungssystem und wird dort von der Grundschule bis zum Uni-Abschluss verwendet. So erfahren wir es bei Wikipedia. Argumente durchdenken, nach Gründen und nach Alternativen suchen. Vor diese drei Aufgaben stellt uns der Ansatz des kritischen Denkens. Wir sollen schnelle Entscheidungen und Beurteilungen vermeiden und nicht jede Idee akzeptieren, die uns in den Kopf kommt oder uns in den Medien vorgetragen wird. Erst einmal über die Argumente nachdenken. Dann gilt es sich zu fragen, woher wissen die das? Was ist der Grund dafür, dass sie es publizieren? Was ist die genaue Informationsquelle? Nach den Gründen suchen. Und dann es nicht dabei belassen, sondern nach alternativen Hypothesen, Erklärungen und Ursachen suchen. Nach alternativen Plänen und Lösungen. Alternativen, denn es führt bekanntlich nie nur ein Weg nach Rom. Es gibt eine Menge Literatur zum kritischen Denken, denn tatsächlich spielt es eine große Rolle, jedenfalls in der hochschulischen Bildung. Und es begleitete unser Erwachsenwerden. Wenn wir begonnen haben, die behütete Zeit der Kinderstube und der Schule zu verlassen, weitete sich unser Blick und wir merkten, dass sich längst nicht alles mehr um unsere eigenen Vorstellungen und Erwartungen dreht. Die Ansätze zum kritischen Denken geben uns Hinweise und Strategien an die Hand, wie wir zu einem erwachsenen, prüfenden, abwägenden, empathischen, weniger egoistischen, einem reifen, erwachsenen Menschen werden können. Wenn Sie sich damit grundsätzlich befassen wollen, kann Ihnen diese 20-seitige Kurzbroschüre bereits eine Menge Anregungen geben. Darin finden Sie Modelle, etwa dieses über die Elemente unseres Denkens und dazu auch strukturierte Umsetzungshinweise. Der Psychologe und Schreibforscher Otto Kruse publizierte 2010 einen bemerkenswerten Beitrag, in dem er das kritische Denken als Leitziel der Lehre positionierte. Und natürlich auch als Leitziel des Lernens. Lassen Sie mich kurz 5 Ausprägungen des kritischen Denkens aus meiner Wahrnehmung zusammenfassen, die Kruse hier beschrieben hat. Methodisch bewusstes Denken. Es beruht auf Vorgehensweisen, die rational sind, die nachvollziehbar, logisch, aufschlüsselbar und kommunizierbar sind. Hier erkennen wir auch Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens wieder. Skeptizismus. Das bedeutet hier, dass wir ständig unsere eigenen Wissensvoraussetzungen und methodischen Prämissen prüfen müssen. Unsere Ergebnisse sind ja stets die Folge der von uns gewählten Methoden. Dessen müssen wir uns bewusst bleiben. Neues Wissen, so schreibt er, muss immer in Auseinandersetzung mit dem bereits vorhandenen Wissen entwickelt werden und Wissenschaft bedarf ständiger kritischer Selbstkorrektur, um sich gegen Dogmatismus, Pragmatismus und Ideologie zu behaupten. Selbstreflexives Denken. Sich seiner eigenen Irrtumsmöglichkeiten bewusst sein und sich selbst optimieren. Imstande sein, die eigenen Standpunkte zu relativieren, etwa zu Merkmalen wie soziale Herkunft, Geschlecht, kulturelle Prägungen und so fort. Das erfordert neben logischen Operationen auch ein Hinterfragen und Revidieren von seinen eigenen emotionalen und sozialen Gewissheiten. Habitus. Das meint hier, dass kritisches Denken sich in den eigenen Haltungen, Werten und Einstellungen niederschlägt. Dieser Aspekt stellt die Frage nach den persönlichen Prägungen. In unserem Kontext geht es also auch um die Wissenschaftssozialisation, um die Prägung durch eine konsequent wissenschaftliche, also eine kritisch forschende und ergebnisoffen untersuchende Haltung. Und kritisches Denken als sozialer Prozess. Durch Dialog, durch Konversation, durch Disputationen und Diskurse beteiligen wir uns am gemeinsamen kritischen Denken. Im sozialen Kontext können laut Kruse sowohl Denkformen als auch Haltungen und Werte kollaborativ eingeübt werden. Damit haben wir uns bis jetzt das Setting des kritischen Denkens erarbeitet, das unsere kognitiven und emotionalen Seiten berührt, das dabei stets reflektierend, begründend und nach alternativen Denk- und Vorgehensweisen suchend auf dem Weg ist. Dies macht auch deutlich, dass unsere wissenschaftlichen Arbeiten dieses kritische Denken widerspiegeln müssen. Kritisches Denken beim wissenschaftlichen Arbeiten.
Ihre Abschlussarbeit, gar Ihre Doktorarbeit steht an. Sie suchen dabei nach Lösungen, anstatt zuvor erdachte Lösungen mit netten Worten vorzutragen. Sie gehen ergebnisoffen und methodisch und kritisch forschend vor, anstatt deskriptiv über etwas zu schreiben. Was bedeutet das in der Praxis? Betrachten wir dazu anhand einiger Elemente von wissenschaftlichen Arbeiten, an welchen Stellen Ihr kritisches Denken lesbar, sichtbar, spürbar werden sollte. Zunächst zur Themenformulierung. Als Zeitprüfer bekam ich neulich eine Masterthesis auf den Tisch mit diesem Thema: Anwendungsfelder der Blockchain-Technologie bei Multi-Sided Platforms. Kurz zu den Begriffen. Blockchain-Technologie kennen wir als Basis von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum. Diese Online-Technologie folgt strengen Regeln des Übertragens und Bestätigens von Informationen, wobei Menschen nicht dabei eingreifen können. Und als Multi-Sided-Plattformen bezeichnet man Geschäftsmodelle, bei denen Netzeffekte dazu beitragen, dass Transaktionskosten zwischen unterschiedlichen Nutzergruppen reduziert werden. Die Titelformulierung Anwendungsfelder der Blockchain-Technologie bei Multi-Sided Platforms entspricht aber noch nicht den Ansprüchen des kritischen Denkens. Warum nicht? Weil sie deskriptiv angelegt ist. Hallo Leute, ihr erfahrt hier etwas über... Solche Formulierungen, solche Themenanmeldungen verraten eigentlich schon bei der Themenzulassung, dass hier voraussichtlich nicht etwas nach wissenschaftlicher Prüfung herausgefunden werden soll, dass hier nicht wissenschaftlich ein Problem zu lösen ist, sondern dass lediglich etwas vorgetragen wird. Ein typisches Aufsatzthema, nicht aber das einer kritisch untersuchenden wissenschaftlichen Arbeit. Die Formulierung bei Multi-Sided Platforms ist so breit angelegt, dass es keinen Untersuchungsgegenstand geben kann. Auch eine Lokalisierung gemäß dem häufig vorkommenden Zusatz am Beispiel von XYZ hilft nicht weiter, sobald jenes Beispiel einfach dazu dienen würde, die angestrebten Ergebnisse auf das Ganze anzuwenden, und das wäre unlogisch und wissenschaftlich unredlich. Wir haben vor Augen, dass es zum kritischen Denken gehört, nicht alles für bare Münze zu nehmen, was jemand in die Welt ruft. Argumente durchdenken, nach Gründen suchen und nach Alternativen. Das soll stets unsere Argumentationswege begleiten. Daher sollte eine Themenformulierung erkennen lassen, dass in jener wissenschaftlichen Arbeit zielgerichtet nach einer konkreten Problemlösung gesucht wird. Und da eine Problemlösung nie für alle Anwendungsfälle in der Welt passend sein kann, brauchen wir stets einen Untersuchungsgegenstand, der für uns auch wirklich untersuchbar ist. Die Recherche, die Sie aufgrund Ihrer Themenidee starten, sollte Sie bereits dazu führen können, auf Suche nach Anhaltspunkten für eine später zu lösende Problemstellung zu gehen. Also nicht bloß Infos zu sammeln, die Ihnen interessanten Stoff für die Stichworte in Ihrer Themenidee liefern, sondern auf die Suche gehen nach Widersprüchen, nach Kritik an den Sachverhalten und nach bereits an konkreten Untersuchungsgegenständen erreichten Ergebnissen. Egal, ob sie nun für Ihr Vorhaben positiv oder negativ seien. Kritisches Denken blendet nichts aus, im Gegenteil. Es strebt danach, stets mehrere Perspektiven auf Argumente und Sachverhalte zu recherchieren, Argumente zu durchdenken, nach Gründen zu suchen und nach Alternativen. In der Einleitung Ihrer wissenschaftlichen Arbeit benötigen Sie sogleich eine Problemstellung, die Sie voraussichtlich mit wissenschaftlichen Methoden in Richtung einer Zielsetzung zur Lösung führen könnten. Etwas ist noch unklar, etwas erfordert eine Definition, etwas benötigt eine empirische Überprüfung. Solche Probleme können wir anpacken. Wie bei allen Grundelementen einer wissenschaftlichen Arbeit, und die Problemstellung ist ein solches Grundelement, gibt es jedes Grundelement nur einmal. Also eine einzige Problemstellung definieren. Zu dem Thema Anwendungsfelder der Blockchain-Technologie bei Multi-Sided Platforms fällt man vielleicht auch Ihnen auf, dass man sich dazu keine Problemstellung vorstellen kann, die für Sie untersuchbar wäre. Diese Formulierung ist zu deskriptiv. Ich ersetze dieses Thema daher nun kurzerhand durch eine andere Formulierung. Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zur Transaktionskostensenkung bei einem mittelständischen Unternehmen. Warum ist dieses Thema nicht deskriptiv? Wieso fällt einem dazu gleich eine denkbare Problemstellung ein? Weil ein Untersuchungsgegenstand eingeführt wurde, ein mittelständisches Unternehmen, ein konkretes. Möglichkeiten zum Zwecke von bei einem mittelständischen Unternehmen
Durch die Eingrenzung auf den einen Untersuchungsgegenstand wird bereits deutlich, dass unklar ist, inwiefern die Blockchain-Technologie dort zur Transaktionskostensenkung beitragen könnte. Wir sehen also, dass eine Menge von der Greifbarkeit des Untersuchungsgegenstandes abhängt. Er behütet uns vor der Gefahr, uns mit unüberprüfbaren Behauptungen über Anwendungsfelder bei Multisided-Plattformen durchzulavieren. Zum Untersuchungsgegenstand werden wir alle Daten vorstellen, die wir für die Umsetzung unserer Forschungsfrage benötigen und sammeln. Wir werden den Untersuchungsgegenstand aus der Perspektive der Problemstellung beschreiben, nicht einfach so, etwa geschichtlich oder ökonomisch. Empirische Bestandteile, nämlich alle erhaltenen und selbst erhobenen Daten und Auskünfte oder Angaben, werden wir methodisch korrekt einbringen. Was genau ist denn der Untersuchungsgegenstand? Er wird in der Regel erkennbar in der abhängigen Variablen in ihrer Themenstellung. Wir können uns das verständlich machen an unserem Beispielthema, dem neuen Beispielthema, Möglichkeiten der Blockchain-Technologie zur Transaktionskostensenkung bei einem mittelständischen Unternehmen. Hier ist die Blockchain-Technologie die unabhängige Variable, kurz abgekürzt UV, denn sie ist so, wie sie ist. Und das Unternehmen bildet daher die abhängige Variable, AV, denn dort muss untersucht werden und geklärt werden, inwiefern diese Technologie zum Anwendungsziel passen könnte. Vergleichen Sie es einfach mit dem Beispiel vom Arzt und seinen Patienten. Der Mediziner hat seinen Wissensstand und seine Werkzeuge. Er mit seinem Setting ist die unabhängige Variable in diesem Beispiel. Und jeder Patient wird dann im Laufe der Sprechstunden zur abhängigen Variable. Er muss daher stets kritisch untersucht werden, um über eine Diagnose herausfinden zu können, welche Therapieformen ihm Besserung geben könnten. Nach der Einleitung würde bei unserem Beispiel die Anamnese relevanter Unternehmensfakten folgen, die wir mit Blick strikt auf das Forschungsziel, Diagnose, zusammenfassen. Ob das Unternehmen bereits eine 150-Jahr-Feier hinter sich hat und diese oder jene Preise erhalten hat, gar Krisen durchstanden hat, ist uninteressant, sofern es keine Rolle für das Erreichen unseres Forschungsziels spielt. Bleiben wir strikt, bleiben wir kritisch, halten wir unseren Forschungsweg ein. Kritisch bleiben bis zum Schluss, starten wir nicht mit dem Hintergedanken, die Ergebnisse aus dieser Untersuchung am Ende der Arbeit zu verallgemeinern. Das wäre unredlich. Jedoch können wir kritisch prüfen und entsprechend begründen, inwiefern die Ergebnisse womöglich auf andere Untersuchungsgegenstände ähnlicher Art übertragbar wären, zumindest in einigen Aspekten. Kritisches Denken führt uns zur Selbstreflexion. Mit welchen Methoden bin ich bei meinem Untersuchungsgegenstand zu welchen Ergebnissen gekommen? Und dann wird mir bald klar, diese Ergebnisse hängen genau von beiden Faktoren ab, vom Untersuchungsgegenstand und von den Methoden. Der Gang unserer Untersuchungen erfordert an vielen weiteren Stellen ein kritisches Denken. Bei der Definition des Forschungsziels und der Entwicklung der Forschungsfrage, bei der Literaturauswahl und der Methodenauswahl, bei der Analyse und der Interpretation von Aussagen und von Daten, bei der Diskussion der Ergebnisse unserer Analysen, bei der Theoriebildung, bei Hypothesen und bei Lösungsvorschlägen. Kritisches Denken ist beim wissenschaftlichen Arbeiten, um es auf den Punkt zu bringen, unerlässlich. Wenn wir etwas untersuchen wollen, dabei aber nicht immer wieder rechts und links und nach vorn und nach hinten schauen wollen, um Gegenpositionen mit einzubeziehen, dann schreiben wir bestimmt interessante Aufsätze, die da oder dort publiziert werden könnten, erreichen aber keine wissenschaftlichen Resultate und somit auch keine in der Praxis brauchbaren Resultate. Um beides sollte es uns aber gehen. Um einen guten Beitrag für unser Wissenschaftsgebiet als auch für unser Praxisfeld.